Ja, ich bin Emil Adam. Ich habe gerade mein Diplom gemacht an der Kunsthochschule für Medien. Das ist auch der Stand hier von meiner Hochschule. Das ist eine Arbeit, die ist dieses Jahr fertig geworden. Es nennt sich die Acid Ranch 2.0. Deswegen, weil ein Freund von mir hat die Acid Ranch damals erfunden und sein Name, sein Kosename ist Ed Hagen. Und er hat diese Arbeit in 2019, glaube ich, abgeschlossen. Und ich habe angefangen 2020 diese Arbeit zu bauen und sie ist dieses Jahr fertig geworden. Und ja, sie ist halt mein Diplomprojekt und ich stelle sie hier jetzt zum ersten Mal auf der Art Cologne aus. Ich hatte sie davor einmal beim Rundgang von meiner Hochschule ausgestellt und nun ist sie hier der Öffentlichkeit quasi zum zweiten Mal präsentiert. Kannst du ein bisschen was über die Historie erzählen, also wie das zustande kam und was du da alles drin verarbeitet hast? Ja, also so mein Hauptthema ist generell auf jeden Fall die Verarbeitung auch von eigenen Kindheitserinnerungen und eigener Überbleibsel und die mir halt angetragen werden, also die ich auf der Straße finde, aber auch sowohl von Freunden und Verwandten. Und da kommen halt einige Sachen so, die diese Wegwerfgesellschaft eben übrig lässt. Und ja, ich mag es damit zu arbeiten, weil das auch so eine kleine Verwertung ist oder Verwurstung, sage ich auch gerne so, von Dingen, die eigentlich gerne im Müll landen, die ich aber gerne für mich nutze, um damit auch so Kindheitserinnerungen wieder aufleben zu lassen. Ja. Und wie gehst du vor? Sammelst du das aktiv oder also suchst du aktiv zum Beispiel im Internet oder auf der Straße oder irgendwo oder nimmst du vieles eher so spontan wahr? Also gehst du gezielt vor oder beides? Also mein Liebstes ist eigentlich immer so den Zufall noch mitentscheiden zu lassen, weil dadurch auch immer so die kreativsten Dinge entstehen, die man vielleicht vorher gar nicht geplant hatte. Also man kann so ein Projekt wie das hier vielleicht in der Dimension in etwa planen. Und ich hatte gewisse Bestandteile, die auf jeden Fall darin vorkommen sollen und für mich eine Rolle spielen. Aber dann kommen natürlich auch immer wieder Sachen dazu, die sich halt mit der Zeit generieren, die dazu kommen aus dem Zufall. Und die verwerte ich dann und schaue auch so ein bisschen, ja, was mich gerade so dazu treibt, vielleicht das auch ein bisschen umzugestalten. Ja. Kannst du ein paar Sachen zeigen? Weil ich glaube, es ist auch interaktiv, also die Genau, Arbeit teilweise. Gell? Genau. Also ich hatte das auch zuletzt dann, als ich das an meinem Rundgang ausgestellt hatte von der Hochschule, so für jeden Menschen, der darauf zukam, anfassen lassen. Da ist auch gar nichts passiert und ich habe das anscheinend so robust gebaut, ja, dass es im Endeffekt funktioniert. Und ich kann einige Sachen davon mal zeigen. Also zum einen diese Modelleisenbahn, die habe ich so mit 8 Jahren bekommen zu Weihnachten. Dann haben wir eine 5.1-Anlage drin verbaut, also das ist auch mit Sound gesteuert. Hier darf der Besucher auch zum Beispiel dran diesen Knopf benutzen und einmal reinschauen. Ich drücke ihn mal. Das ist quasi das Innenleben. Dann haben wir hier ein Display, der ist auch mit Touchscreen. Wir haben hier die Möglichkeit, auf verschiedene Knöpfe zu drücken. Was auch noch integriert ist, ist eine Nebelmaschine, die könnte ich hierüber betätigen. Dann gibt es einen Fernsteuerungsknopf, der ist hier verborgen. Nur leider dürfen wir den hier auf der Messe nicht ansteuern, wegen des Rauchmelders. Ja, ich hole ihn mal raus. Ich muss sie ein bisschen verstecken, weil oft nehmen die Leute dann auch einfach Dinge in die Hand und benutzen es. Auf jeden Fall hier rüber könnte ich dann Nebel, der sich hier aus verschiedenen Öffnungen und aus dem Unterboden heraus ergibt, ansteuern. Dieser Kollege, der geht auch an.
Okay, es scheint die Batterie leer zu sein. Dann hatte ich auch noch das Ding, dass hier Telefone drin sind. Also man kann hier den Hörer abnehmen. Auf der anderen Seite geht dann die Person ran, wenn es klingelt. Und über eine integrierte Kamera hier oben sieht dann auch so die andere Person, die hier quasi anruft. Ja, gehen wir weiter. Hier ist ein Gerät, ein Nintendo Game Boy, den ich so mit, ich schätze, 6, 7 Jahren auf dem Flohmarkt mal erstanden habe. Darüber kann ein Spiel gespielt werden. Mit diesem Spiel kannst du dich selber fotografieren und dann in diesem Spiel so ein Jump-and-Run-Game spielen. Und hier haben wir die Möglichkeit reinzufühlen. Das ist ein Fühlekasten. Da sind Sachen verborgen, die müsst ihr da selber entdecken. Hier ist so ein bisschen diese Kinderecke. Also auch für kleinere Personen oder jüngere Personen haben wir hier die Möglichkeit zu drücken und zu musizieren. Es geht hier auch weiter. Ja, hier ist besagtes Telefon. Hier gibt es noch einige Soundmodule, die können wir hier ansteuern. Das ist jetzt sehr laut. Moment. Ja. Und ja. Das ist fantastisch, ja. Aber du machst auch kleinere Arbeiten, also zum Beispiel Genau. hier haben wir noch welche. Kannst du darüber noch ein bisschen erzählen? Ja, also hier geht es natürlich auch weiter mit den aus meiner Kindheit angefangenen Spielsachen, die sich dann immer so erweitert haben. Und wir haben hier eine Arbeit, die gibt es in verschiedenen Ausführungen. Hier ist so die, ich sag mal so mittelgroße Ausführung. Und ja, ich versende nicht nur gezielt Spielzeug, also alles Mögliche auch an Plastikgegenständen, was sich hier vielleicht auch so ein bisschen mehr drin spiegelt. Und forme daraus auch, ich sag mal, reelle Materialien, wie jetzt hier eine AK-47. Es ist jetzt nicht so, dass es eine wirklich politische Arbeit in dem Sinne bezweckt hatte, aber ich mag es auf jeden Fall auch so ein bisschen den Point dazu zu geben, dass man vielleicht make fun, not war, also so die Message verbirgt sich dahinter. Und ja, hier oben die Arbeit mit dieser Perücke ist für mich auf jeden Fall so eine Sache, wo ich ein bisschen experimentiert habe. Also ich lasse auch immer so die Materialien, die jetzt gerade frisch dazugekommen sind, ein bisschen mit mir spielen oder mit dem, was mich sonst noch gerade umgibt oder was so mein Sammelsurium, was gerade vielleicht auf dem Tisch liegt, anbietet. Ja. Und generell sind diese zwei Arbeiten und auch die anderen Arbeiten, die so diese Bubblehaftigkeit mit sich bringen, auf einer Plexiglasstruktur, auf einem halbrunden Ball aufgebaut. Das kann ich darüber sagen, ja. Super. Du hast auch eine Ausstellung, hast du vorher gesagt, in Genf. In Genf, die steht jetzt Kannst an. du da was drüber zu sagen, also was du da zeigst? Also wir haben dort so eine Art Wandrelief gemacht. Das ist eine Materialcollage, die sich ungefähr über diese Größe der Wand, also 1,5 Meter hoch und 2,5 Meter breit ergibt, mit meiner Freundin Lisa Meyer zusammen. Und die Ausstellung eröffnet am, ich meine, 6. Dezember in Genf. Ja. Über einen Monat geht die dann. Für die Eisenbahn nicht bezahlt. Ja, da hast du eine kleine Stelle, die muss jetzt mal rein. Ich will nochmal die Hand rein. Was hat jetzt 1000 Stück?